Ein Jahr, 365 Tage, tausende Matches, hunderte coole Momente. Heute, zu diesem besonderen Jubiläum, nehmen wir uns die Zeit für ein großes Rückblick. Marvel Rivals feiert Geburtstag. Wir schauen uns noch einmal alle Inhalte an, die wir im ersten Jahr von Marvel Rivals bekommen haben. Und ich kann dir sagen, das ist eine ganze Menge. Da wir von Anfang an seit Stunde 0 dabei waren, haben wir zu all diesen Themen natürlich schon Videos für dich erstellt. Wenn du also zu einem bestimmten Thema mehr wissen möchtest, verlinke ich dir die einzelnen Videos in der Videobeschreibung. Aber bevor wir starten, möchte ich mich ganz persönlich bei euch bedanken, die mich und die Marvel Rivals Videoreihe seit Season 0 unterstützt habt. Außerdem möchte ich mich bei Marvel Rivals für die Partnerschaft bedanken. Vieles von dem, was wir hier machen, wäre ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen. Jetzt aber zum Video. Vor genau einem Jahr war der große Start, Season 0. Diese Season hat die Geschichte von Marvel Rivals erst ins Rollen gebracht. Auch zur Story findest du eine eigene Playlist auf unserem Kanal. Mit dabei beim Start waren 33 Helden, 8 Maps, 15 Team-Ups, mitten im Geschehen die Fehde zwischen zwei Dr. Dooms. Dieser Konflikt hat die Season 0 bestimmt und sie bewusst kurz gehalten, um schnell in die nächste Phase überzugehen. Kurz vor dem Ende dieser ersten Season gab es dann aber eine Überraschung, das Winterfest. Dieses Event brachte weihnachtliche Belohnungen und Skins ins Spiel. Dazu kam ein zeitlich begrenzter Spielmodus, Jeff's Winter Splash Festival. Ähnlich wie im beliebten Splatoon musste man mit Jeff den Boden färben. Das Team, das am Ende mehr Fläche bedeckt hatte, gewann. Ganz ehrlich, ich hatte in dieser Einführungsseason nicht mit einem Event gerechnet, aber das hat einfach schon von Anfang an gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit und welchem Einsatz hier neue Inhalte ins Spiel kommen. Und das war wirklich nur der Auftakt. Mit Season 1 ging es dann richtig los und zwar direkt ins Zentrum des Geschehens. Der Konflikt zwischen den beiden Dooms eskalierte. Ein Doom verbündete sich mit dem mächtigsten Vampir, Dracula. Ihm wurde immense Macht versprochen und so begann sie die ewige Nacht. Unsere Helden standen vor einer neuen, finsteren Bedrohung und brauchten dringend neue Verbündete, die dieser Dunkelheit standhalten konnten. Der erste Neuzugang war Reed Richards alias Mr. Fantastic. Er betrat das Spiel als Duellant mit einer Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen. Und obwohl er als Duellant galt, hat er eine erstaunliche Fähigkeit, Schaden wegzustecken. Wenn du ihn richtig beherrschst, kann er dein Team sogar hervorragend tanken. Direkt an seiner Seite folgte seine Frau Invisible Woman. Sie kam als zweite Heldin in Season 1 ins Spiel. Als Strategin mit einer Schwierigkeit von 4 von 5 Sternen ist sie ein komplexer, aber unschätzbarer Zuwachs. Ihre Besonderheit ist natürlich die Unsichtbarkeit, die sie nicht nur auf sich selbst, sondern auf das gesamte Team anwenden kann. Diese beiden Charaktere sollten in der nun folgenden Mission noch extrem wichtig werden. Das gesamte Desaster drehte sich um ein einziges, mächtiges Artefakt, das Darkhold. Dieses verfluchte Buch enthält 2 Zauber von unglaublicher Kraft. Die Vampirverse, welche Kreaturen der Nacht erschaffen kann, und die Montesi-Formel, die diese Kreaturen vernichten kann. Um zu verhindern, dass das Darkhold in falsche Hände gerät, versteckte Dr. Strange das Buch an einem Ort, den selbst er nicht mehr finden konnte. Doch als die ewige Nacht über New York hereinbrach, verlor sich der Doktor selbst in Zeit und Raum.
Das hieß für uns, zum ersten Mal konnten wir das Sanctum Sanctorum auf der neuen Doom-Match Map betreten und erkunden. Diese Arena steckte voller Geheimnisse. Ich erinnere mich noch gut, wie viele Easter Eggs wir Spieler hier entdecken konnten. Es gibt auf dieser Map wirklich viel zu sehen. Nachdem die Seiten des Darkholds verstreut wurden, setzte Dracula all seine Streitkräfte ein, um die Seite mit der Vampirverse zu finden. In der Zwischenzeit entbrannte unter unseren Helden eine heftige Diskussion darüber, ob sie die Macht der Montesi-Formel nutzen sollten. Mr. Fantastic und sein Roboterassistent Herbie waren sich schnell einig, sie mussten die Formel zuerst finden, damit sie nicht in die Hände der Gegner geriet. Und so begann eine weitere Schlacht zwischen den Helden in Midtown, unserer neuen Konvoi-Map. Hier erwarten dich ebenfalls unzählige weitere Easter Eggs, allen voran natürlich der markante Avengers Tower. Zwischen all dem Chaos gab es kurz etwas zu feiern, das Frühlingsfestival. Auch hier gab es wieder neue, zeitlich limitierte Skins und vor allem einen zeitlich begrenzten Spielmodus, Clash of the Dancing Lions. Eine chaotische neue Sportart, die Marvel Rivals für uns erfunden hat. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, diesen Modus zu spielen und ich bin sehr gespannt, ob er nächstes Jahr wiederkommt, eventuell mit der ein oder anderen Verbesserung, die wir uns damals gewünscht haben. Und damit sind wir mitten in der ewigen Nacht angekommen. Das alles war wirklich nur die erste Hälfte von Season 1. In der zweiten Hälfte bekamen wir dann weitere dringend benötigte Verstärkung und das war keine geringere als die Vervollständigung der Fantastic Four. Mit Human Torch, der menschlichen Fackel, kam frischer Wind ins Spiel. Er ist ein Duellant mit einer mittleren Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen. Umhüllt von lodernden Flammen sieht Human Torch dabei immer absolut cool aus und heizt die Stimmung in jedem Match ordentlich an. Wortwörtlich. Er brachte wirklich eine tolle Energie auf das Schlachtfeld. Und endlich gab es dann auch einen neuen Vorkämpfer, The Fink. Er hat eine sehr niedrige Schwierigkeit von nur 1 von 5 Sternen. Bangrim ist stets an vorderster Front im Kampf, schützt seine Verbündeten mit seiner unzerstörbaren, steinernen Gestalt und wehrt selbstlos jeglichen Schaden ab, der dem Team droht. Mit ihm war das Quartett dann komplett und bereit für das große Finale. Das große Finale der gesamten Storyline von Season 1 fand auf der brandneuen Central Park Map statt. Hier kam es zu einer unerwarteten Allianz. Da Squirrel Girl wusste, dass ihre pelzigen Freunde in großer Gefahr schwebten, suchte sie Hilfe bei einem der brillantesten Köpfe des Universums, Mr. Fantastic. Mit seiner Hilfe hoffte sie, ihren neuen Verbündeten, den asgardischen Eichhörnchengott Ratatoskr, zu befreien. Ratatoskr wurde nämlich von Dracula im Central Park gefangen gehalten. Und warum war es so wichtig? Ratatoskrs Horn, geschnitzt aus den Ästen von Yggdrasil selbst, war vielleicht das einzige, was scharf genug war, um die mystische Barriere zu durchdringen, die Draculas Schloss schützte. Wir, die Community, kämpften uns durch diese Map, bezwangen Dracula und befreiten New York von der ewigen Nacht. Ein wirklich beeindruckender Abschluss dieser actionreichen Geschichte. Zum Schluss der Season gab es dann ein neues Event, das für ordentlich Furore sorgte. Das Highlight war der neue Modus Clone Rumble. In diesem Modus war es erstmals möglich, dass in einer Runde die gleichen Charaktere gespielt wurden.
Du konntest also plötzlich gegen oder mit anderen Ironmans antreten. Das sorgte zwar für reichlich Chaos in den Spielrunden und erforderte eine ganz neue Taktik, aber es bot eine willkommene Abwechslung zu den normalen, strikteren Spielmodi. Und natürlich gab es auch hier wieder exklusive Items für alle, die an diesem Event teilgenommen haben. Nach der kräftezehrenden Schlacht in New York dachten sich unsere Helden, Zeit für eine wohlverdiente Pause. Season 2 startete daher unter einem völlig neuen Vorzeichen: Glamour und Eleganz. Keine geringere als Emma Frost hatte ein prunkvolles Fest vorbereitet und alle eingeladen, sich in Schale zu werfen und zur jährlichen Höllenfeuergala zu reisen. Der Ort, die lebende Insel Krakoa, das prachtvolle Paradies der Mutanten. Doch wie das bei Events im Marvel-Universum so ist, ein ungebetener Gast taucht immer auf. Diesmal war es Ultron, der die Party crashte. Die anwesenden Helden mussten sofort handeln, um Krakoas größten Schatz vor seiner Zerstörungswut zu schützen. Und natürlich stürzte sich Emma Frost persönlich in den Kampf, um ihre Heimat zu verteidigen. Sie ist eine Vorkämpferin mit einer Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, mit ihren gewaltigen telepathischen Kräften spinnt sie ein tödliches, mentales Netz, das ihre Feinde fesselt. Gleichzeitig erlaubt ihr ihre unzerstörbare Diamantgestalt, ihre Teammitglieder furchtlos ins Getümmel zu führen. Eine perfekte Mischung aus Kontrolle und Robustheit. Die neue Map, wie es sich für dieses Event gehört, war natürlich Krakoa selbst. Eine extrem schöne und detaillierte Map, die uns mehrere visuell beeindruckende Bereiche der lebenden Insel präsentierte. Doch in dieser Season sollten unsere Helden nicht triumphieren. Obwohl sie es schafften, Ultron physisch zu besiegen, nutzte er diesen Moment, um sich in den wichtigsten Schatz der Insel zu hacken: Cerebro. Ultron verband sich sofort mit der Mutanten-Super-Datenbank und erschuf aus sich selbst eine digitale Version mit einem völlig neuen Körper. Die Bedrohung war damit nicht gebannt, sondern nur für eine neue Ebene gehoben. Während sich die Story auf diese digitale Transformation zubewegte, gab es zur Ablockerung einen neuen, sehr lustigen Spielmodus: Giant Size Hive Mind. In diesem Modus hatten alle Helden riesige Köpfe erhalten. Ein wirklich witziger Modus, dessen Verrücktheit bis heute nachwirkt. Du kannst nämlich auch jetzt noch im Store ein riesen Kopf-Emote für deinen Lieblingshelden kaufen. Und natürlich gab uns das Hellfire Gala Event die Möglichkeit, diesen prunkvollen Anlass zu feiern. Hier gab es eine fantastische Community-Aktion. Es war möglich, einen Helden zu voten, der nächstes Jahr zur Höllenfeuergala einen kostenlosen Skin erhalten soll. Ich meine mich zu erinnern, dass Emma Frost selbst diese Abstimmung gewonnen hatte, und das ist gleichzeitig die Bestätigung, dass wir diese Gala zukünftig jährlich feiern dürfen und sie zu einem festen Bestandteil des Marvel Rivals Kalenders wird. Die größte Story-Überraschung: Ultron selbst schloss sich dem Heldenteam an. Er kam als Stratege mit einer niedrigen Schwierigkeit von 2 von 5 Sternen ins Spiel. Wie war das möglich, nachdem er uns doch gerade erst auf Krakoa angegriffen hatte? Hier kam Tony Stark ins Spiel. Er hackte den besiegten, leblosen Ultron-Körper und programmierte ihn neu. Der Zweck: er sollte den Helden im Kampf gegen den ursprünglichen, bösen Ultron helfen. Ein faszinierendes Konzept, die eigene Waffe gegen sich selbst einzusetzen. Der böse Ultron hatte in der Zwischenzeit die Flucht ergriffen und sich auf den Planeten Arakko begeben. Dort vollzog er seine düstere Vision und verwandelte diesen Planeten vollständig in einen mechanischen Albtraum.
Um Arako zu retten, musste Krakoa die lebende Insel ihren eigenen Avatar aussenden, um sich in den Kampf zu stürzen. Sogar Dr. Doom schloss sich dem Kampf an, wenn auch klar war, dass er dies nur zu eigenen, undurchsichtigen Zwecken tat. Die Fronten wurden immer komplexer und die Story noch spannender. Um Ultron und seine Funktionsweise besser zu verstehen, wurde für kurze Zeit ein neuer Spielmodus eingeführt, Ultrons Battle Matrix Protokoll. Ich muss ehrlich sagen, damit bin ich vielleicht einer der wenigen hier in der Community. Ich fand diesen Modus extrem gut. Ich habe fast meine gesamte Spielzeit darin verbracht. Viele konnten mit dem Modus zwar nichts anfangen, aber wenn du etwas Zeit investiert hast, um die Mechaniken zu durchschauen und alles zu verstehen, dann hat es wirklich viel Spaß gemacht und dich gefesselt. Was viele Spieler abgeschreckt hat, war sicherlich die Dauer einer Runde, die gut und gern 30 Minuten betragen konnte. Aber ganz persönlich, ich würde diesen Modus jederzeit nochmal spielen. Er war eine einzigartige Abwechslung im Marvel Rivals Universum. Ab diesem Zeitpunkt hat Marvel Rivals das Tempo noch einmal massiv angezogen. Ich persönlich fand ja schon, dass die Inhalte bisher extrem schnell erschienen sind, wenn man bedenkt, was wir in nur einem halben Jahr alles bekommen haben. Doch das Entwicklerteam setzte noch einen drauf, neue Seasons sollten fortan alle 2 Monate erscheinen. Das bedeutet im Grunde, dass du durch die Aufteilung der Seasons jeden Monat mit einem großen Schwung neuer Inhalte und einem neuen Helden rechnen kannst. Das ist ein wahnsinniges Tempo. Season 3 lieferte sofort einen spannenden neuen Storyabschnitt, der seinen Ursprung bereits in Season 0 hatte. Seit dem Start versuchte Null, der Gott der Symbionten, einen Weg zu finden, sich in Klyntar von seinen Fesseln zu befreien. Und mit Season 3 ist es ihm gelungen. Hela verbündete sich mit Null und wurde zur Königin in Schwarz. Dies führte uns direkt zu einem gewaltigen Kampf in Klyntar. Unsere Helden brauchten Verstärkung gegen die Dunkelheit und sie bekamen sie in Form von Phoenix. Sie kam als Duellantin mit einer Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen ins Spiel. Phoenix ist eine Schadensausteilerin im mittleren Bereich, die mit ihrer einzigartigen Kettenreaktionsmechanik Engpässe absolut dominieren kann. Sie ist perfekt dafür geeignet, den Schaden auf mehrere zusammenstehende Gegner zu verteilen. Zudem konnten wir mit Season 3 einen weiteren Teil der Klyntar Map erforschen. Der Celestial, der anfangs bis Season 3 auf der ersten Klyntar Map zu sehen war, ist abgestürzt. Und genau diesen Bereich konnten wir nun betreten, um dort zu kämpfen. Mitten in diesem Schauplatz fand sich das mächtigste Werkzeug der Dunkelheit, das All-Black-Schwert. Unsere Helden stehen vor der Aufgabe, einen Weg zu finden, All-Black, das Nekroschwert, zu besiegen und die herangehende Dunkelheit endgültig zu vertreiben. Dieses neue Tempo und der kosmische Einsatz haben die Story von Marvel Rivals auf ein ganz neues Level gehoben. Die Bedrohung durch Null war so immens, dass die Verstärkung durch Phoenix nicht ausreichte. Die Helden brauchten dringend einen weiteren Krieger, der die Dunkelheit kennt. Und so betrat Blade das Kampffeld. Blade, der sich vor den Ereignissen und Wunden aus Season 1 erholt hatte, kehrte als Duellant mit einer Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen zurück. Mit Einbruch der Nacht beginnt Blades Jagd. Er schwingt die Schwerter Draculas, um zum Albtraum jedes Gegners zu werden, der es wagt, ihm seine Zähne zu fletschen. Er brachte genau die Härte und den Biss mit, die im Kampf gegen Null nötig waren. Der finale Konflikt bewegte sich unaufhaltsam in Richtung des Throns von Null.
Und genau hier führte Marvel Rivals einen neuen Modus ein, um diesen Endkampf darzustellen, den Resource Rumble Modus. Mit diesem strategischen Modus, der das Sammeln von Ressourcen in den Vordergrund stellte, schafften es die Helden, Null letztendlich zu bezwingen. Ein triumphaler Abschluss dieses kosmischen Kapitels. Hela hingegen entkam nicht so leicht. Bei ihrer Flucht wurde sie von keinem Geringeren als Daredevil in der mystischen Stadt Kan-Lan gefangen genommen. Nach der kosmischen Schlacht auf Arakko und Clinta dachten wir, die größten Bedrohungen wären gebannt. Doch weit gefehlt. Die Zeitstromverstrickung hat die Realität weiter zerrissen. Mit Season 4 verlagerte sich der Konflikt in den sogenannten Alten Osten. Hier sehen wir das Aufeinanderprallen von Himmel und Hölle. Engel und Teufel sind in einem erbitterten Kampf verstrickt, während, wie könnte es anders sein, die Intrigen von Dr. Doom weiterhin im Verborgenen geschmiedet werden. Man spürt förmlich, dass diese Season nur ein Vorspiel für etwas noch Größeres ist. Zu Beginn von Season 4 bekamen wir sofort neue, himmlische Verstärkung. Angela kam ins Spiel. Sie ist eine Vorkämpferin und bringt eine höhere Schwierigkeit von 4 von 5 Sternen mit. Angela ist nicht nur im Himmel eine große Bedrohung für ihre Feinde, sondern auch auf dem Boden ein absoluter Machtfaktor. Ihre Anwesenheit brachte eine ganz neue Dimension ins Spiel. Mit ihr kam auch die neue Map ins Zentrum der Aufmerksamkeit, Kan-Lan. Durch die Verzerrungen der Zeit wurde Kan-Lan zum Zentrum des neu entstandenen Herzens des Himmels. Diese zeitlichen Verschiebungen versetzten den Wächter von Kan-Lan, den unsterblichen Drachen Shao-Lao, in einen ewigen Schlaf. Dies machte seine Heimat anfällig für Invasionen von außen, was die dämonischen und engelhaften Fraktionen sofort ausnutzten. Entschlossen, Kan-Lan zu verteidigen und seine Meister zu erwecken, versammelte Iron Fist seine Verbündeten. Das Ziel, Shao-Lao mit Hilfe eines uralten Ritus zu erwecken, der in der Tafel von Iron Fist eingraviert ist. Season 4 ist damit nicht nur ein Kampf um Macht, sondern ein Wettlauf gegen die Zeit, um eine der heiligsten Stätten des Marvel-Universums zu retten. In der zweiten Hälfte von Season 4, mitten im Kampf um Kan-Lan, erhielten wir Unterstützung von einem der ikonischsten Helden New Yorks. Daredevil kam ins Spiel. Er ist ein Duellant mit einer mittleren Schwierigkeit von 3 von 5 Sternen. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, schwingt Daredevil seine Schlagstöcke, um Gerechtigkeit zu üben und die Welt vom Bösen zu befreien. Spieler, die ihn wählen, sehen die Welt tatsächlich mit anderen Augen. Dank seiner einzigartigen Mechanik, die die Welt auf eine Art darstellt, wie sie nur er wahrnehmen kann. Allein deshalb ist Daredevil ein besonderer Charakter und ein einzigartiges Erlebnis im gesamten Spiel. Und dann war es soweit. Das gesamte Spielgefühl veränderte sich, als das erste PvE-Abenteuer in Marvel Rivals veröffentlicht wurde. Passend zur Disney Plus Serie erhielten wir ein Marvel Zombies PvE-Abenteuer. Ein Modus, der sofort einschlug und extrem viel Spaß gemacht hat. Man muss ganz klar sagen, viele Spieler verbrachten zeitweise mehr Zeit mit PvE als mit dem ursprünglichen PvP-Modi. Dieses überwältigende Feedback hat uns allen die Zusage für das kommende Jahr beschert. Wir sollen viel mehr PvE-Content in Marvel Rivals erhalten. Ich hoffe, dass dieser zukünftige PvE-Content dann nicht nur an externe Marvel-Filme oder Serien angelehnt ist, sondern direkt an die Ereignisse aus unserem Spiel anknüpft. Wie genial wäre das? Stell dir vor, wir hätten damals wirklich gegen Dracula
oder Null als epische PvE-Bosskämpfe gehabt. Das wäre die perfekte Möglichkeit, die Geschichte, die wir aktuell durchleben, noch einmal auf eine ganz neue Art zu erleben. Und nun sind wir genau da, wo wir uns aktuell befinden. Season 5, die Season der Liebe. In dieser Season stehen das ikonische Paar Gambit und Rogue, also Mr. und Mrs. X, im Mittelpunkt. Die Story beginnt, nachdem die anhaltende Zeitstromverschränkung ihre Traumhochzeit auf brutale Weise unterbrochen hat. Um diese Störung wieder gut zu machen, hat Gambit für Rogue Flitterwochen voller Überraschungen geplant. Doch als ihre Reise sie in eine Welt führt, die von den Ältesten des Universums erschaffen wurde, kann ihre Liebe die ultimative kosmische Prüfung bestehen? Genau das gilt es herauszufinden. In der ersten Hälfte dürfen wir Gambit spielen. Er ist ein Stratege und hat eine höhere Schwierigkeit von 4 von 5 Sternen. Seine Spielweise ist einzigartig. Mit einer Handbewegung verwandelt er seine kinetisch aufgeladenen Spielkarten in explosive Geschosse für seine Feinde oder heilt Verbündete durch präzise Energieverlagerung. Für viele das absolute Highlight in Season 5, der Times Square. Das pulsierende Herz New Yorks, das jetzt zum Zentrum des gesamten Multiversums erklärt wurde. Bis zu 100 Spieler können sich hier zeitgleich treffen, um zu tanzen, Videos anzusehen, die Welt zu erkunden und unvergessliche Momente jenseits des Schlachtfelds zu erleben. Marvel Rivals wird damit offiziell zu einem sozialen Treffpunkt. Doch auch die Story geht weiter. Gambit wird vom Großmeister angeheuert, um einen geheimnisvollen Vertrag zu stehlen. Mit seinem unverkennbaren Charme gaukelt er Rogue eine bezaubernde Hochzeitsreise vor, während er insgeheim seine Mission verfolgt. Was sie nicht ahnen, sie sind nur Spielfiguren in einem kosmischen Spiel zwischen zwei Ältesten des Universums. Bis die Wahrheit ans Licht kommt, genießen sie eine vermeintlich glückliche Auszeit im großen Garten. Wobei, so bezaubernd ist er nicht, denn immerhin ist es eine brandneue Map, die einem neuen, chaotischen Spielmodus eingeführt wurde, dem 18 gegen 18 Modus. Und das bringt wirklich eine ganz neue Ebene des Wahnsinns ins Spiel. Die zweite Seasonhälfte beginnt bereits nächste Woche. Hier kommt dann Rogue ins Spiel und wir werden mit Sicherheit noch einige weitere Inhalte bekommen, wie zum Beispiel ein erneutes Winterfest oder andere Neuheiten. Ich bin mega gespannt, was uns als nächstes erwartet. Das alles, liebe Community, war das erste Jahr aus Marvel Rivals und wie bereits erwähnt, es ist eine Menge Content. Wir begleiten Marvel Rivals bereits seit der Beta und jeden Freitag gibt es bei uns die Marvel Rivals News mit allen Neuigkeiten im Spiel. Zudem schauen wir uns alle Inhalte einer neuen Season noch vor dem offiziellen Release aus dem Early Access an. Das bedeutet, wenn du in Zukunft nichts zu Marvel Rivals verpassen willst, dann lass jetzt gerne ein kostenloses Abo da. Mit einem Daumen nach oben würdest du dieses riesige Projekt unterstützen. Vielen Dank an alle, die seit Anfang an mit dabei gewesen sind und dieses Abenteuer mit uns geteilt haben. Das zweite Jahr beginnt somit nach diesem Video und es wird noch größer als das erste Jahr, da wir nun jeden Monat neuen Content erhalten. Nächstes Jahr können wir gerne zum Geburtstag schauen, was sich alles im zweiten Jahr getan hat. Wenn euch diese Reise schon gefallen hat, solltet ihr das auf keinen Fall verpassen. Und jetzt nochmal von meiner Seite aus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Marvel Rivals!